Hallo liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Ich lade euch gerne ein, mit mir einen Spaziergang durch die kleine Stadt Sljudzjanka zu machen, die am Ufer des Baikalsees liegt, genauer gesagt am südlichen Teil des Sees. In diesem Video spazieren wir gemeinsam die Straße der Pariser Kommune entlang. Ich war letzte Woche am Donnerstag, den 17. Juli in Sljudzjanka. An diesem Tag war es sehr heiß. Die Temperatur erreichte 30 Grad Celsius. Doch ein großer Vorteil von Sljudzjanka ist, dass vom Baikalsee eine angenehme Frische weht, sodass man sich auch bei Hitze in der Stadt wohlfühlen kann. Wie ihr sehen könnt, wurde die Straße der Pariser Kommune kürzlich renoviert. Hier macht das Spazieren richtig Spaß. Ihr könnt auch die Häuser sehen, die dort stehen. Diese Straße führt direkt ins Stadtzentrum zum Busbahnhof. Die Stadt Sljudzjanka gefällt mir sehr gut. Sie liegt an der Transsibirischen Eisenbahn und hat einen guten Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude ist historisch und aus Marmor gebaut. Von hier aus kann man problemlos mit dem Zug weiterfahren, denn alle Personenzüge halten in diesem Ort. Außerdem mag ich, dass die Stadt von niedrigen Bergen umgeben ist und die Natur dort sehr schön ist. Ich bin der Ansicht, dieser Ort eignet sich hervorragend zum Leben für Familien mit Kindern. Es gibt mehrere Schulen und ein Sportzentrum. Wenn ihr also in Sibirien leben möchtet, aber keine große Stadt bevorzugt, kann ich euch Sljudzjanka sehr empfehlen. Im weiteren Verlauf dieses Videos möchte ich euch einige interessante Ereignisse und Neuigkeiten aus Russland erzählen. Wenn ihr wirklich am Alltag in Russland interessiert seid, bleibt bitte dran. Los geht's! Migranten in Russland. In Russland werden die Anforderungen für Migranten verschärft, die in Berufen arbeiten, bei denen sie mit der Bevölkerung in Kontakt stehen, sei es als Ärzte, Fahrer oder Verkäufer. Künftig müssen sie ihre Kenntnisse der russischen Sprache und Geschichte nachweisen. Diese Neuerung kündigte der stellvertretende Arbeitsminister Andrei Pudow an. Früher konnten Ärzte ohne Sprachtest arbeiten. Das ändert sich jetzt. Auch für sie wird ein obligatorischer Test eingeführt. Außerdem können Arbeitgeber in den Regionen keine Migranten mehr für diese Berufe einstellen, ohne die Sprach- und Geschichtskenntnisse nachzuweisen. Das betrifft Fahrer und Verkäufer ebenso. Der Vorsitzende der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, betonte, wer mit Menschen arbeitet, muss die Sprache und Gesetze Russlands kennen. Das Innenministerium wurde beauftragt, genau zu prüfen, für welche Berufe Ausnahmen von der Sprachpflicht möglich sind. Außerdem schlug Abgeordneter Jaroslav Nilov vor, den kostenlosen Schulbesuch für Kinder von Migranten abzuschaffen und die Anzahl der Versuche für den Russisch-Sprachtest zu begrenzen. Bundesstraße M12. Ministerpräsident Michail Mishustin kündigte große Pläne an, die Schnellstraße M12 bis ins Herz Sibiriens und weiter bis zum fernen Osten zu verlängern. Die Straße, die bereits das zentrale Russland verbindet, wird bald bis nach Tjumen führen und zu einem wichtigen Bestandteil des Verkehrsnetzes der gesamten Region werden. Mishustin erklärte, dass die M12 zu einer echten Logistikader wird. Ein zentraler Korridor, der verschiedene Teile des Landes vereint und auch in internationale Verkehrsverbindungen eingebunden sein wird. Er betonte, dass der Ausbau des Straßennetzes nicht nur Komfort bedeutet, sondern ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum, die Mobilität der Bevölkerung und die Verbesserung der Verbindungen im fernen Osten ist. Derzeit gibt es in der Region etwa 60.000 Kilometer Straßen, davon 8.000 Kilometer im Hauptstraßennetz. Im Rahmen des nationalen Projekts Infrastruktur fürs Leben werden bis 2030 mehr als 370 Milliarden Rubel für den Bau und die Reparatur von Straßen im fernen Osten bereitgestellt. Besonderes Augenmerk liegt darauf, die Straßen an den russlandweiten Standard anzupassen.
In den nächsten 6 Jahren sollen 36 große regionale Projekte mit einem Budget von über 130 Milliarden Rubel umgesetzt werden. Kinder im Auto. In Russland sollen die Busgelder für den Transport von Kindern ohne Kindersitze verdoppelt werden. Der Gesetzentwurf wurde bereits vom Ausschuss der Staatsduma für Staatsaufbau und Gesetzgebung gebilligt. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, müssen Fahrer statt 3.000 Rubel künftig 5.000 Rubel zahlen. Für Amtspersonen steigt die Strafe von 25.000 auf 50.000 Rubel, für Unternehmen von 100.000 auf 200.000 Rubel. Nach dem Gesetz müssen Kinder unter 7 Jahren in Babyschalen oder Kindersitzen fahren, die ihrer Größe entsprechen. Kinder von 7 bis 11 Jahren dürfen auf dem Rücksitz angeschnallt sein, müssen aber auf dem Vordersitz in einem Kindersitz oder in einer Sitzerhöhung sitzen. Erst ab 12 Jahren ist das Anschnallen mit dem normalen Sicherheitsgurt auf jedem Sitzplatz erlaubt. Bereits zuvor wurden in Russland die Busgelder für die Nichtbeachtung der Halteaufforderung der Polizei und für Verstöße an automatischen Gewichtskontrollstellen erhöht. Neues Schulfach. Ab dem Jahr 2026 wird es an russischen Schulen ein neues Fach geben: geistig-moralische Kultur Russlands. Das teilt das Bildungsministerium mit. Der Unterricht soll im Schuljahr 2026/2027 starten. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Das Hauptziel des Faches ist es, den Kindern eine Weltanschauung zu vermitteln, die auf den traditionellen geistigen und moralischen Werten Russlands basiert. Im Unterricht werden die Lebenswege und Ansichten bekannter gesellschaftlicher und kultureller Persönlichkeiten, Wissenschaftler und Militärangehöriger vorgestellt. An ihrem Beispiel sollen konstruktive Werte vermittelt werden. Soldaten. In Russland sollen neue Unterstützungsmaßnahmen für die Soldaten der speziellen Militäroperation in der Ukraine eingeführt werden, um ihnen die Rückkehr ins zivile Leben zu erleichtern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde bereits in die Staatsduma eingebracht. Dabei geht es um eine kostenlose zweite Berufsausbildung für die Teilnehmer der Operation. Dadurch sollen sie ihre Qualifikationen verbessern und neue berufliche Perspektiven eröffnen können. Der erste stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrats, Wladimir Jakuschew, betonte, dass diese Maßnahme den sozialen Schutz der Soldaten stärkt und ihre Verdienste anerkennt. Außerdem trägt sie zur Entwicklung des beruflichen Bildungssystems im Land bei. Früher wurde berichtet, dass etwa 137.000 russische Soldaten von der Operation zurückgekehrt sind. Laut Angaben der stellvertretenden Arbeitsministerin Olga Batalina haben bereits über 48.000 eine Arbeitsstelle gefunden, doch nicht alle sind bisher bereit für diesen neuen Lebensabschnitt. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Einschalten. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.